Jo, und was geht, euer Karasus wieder back am Start mit Dragon Ball. Ja, vor ein paar Tagen hatten wir ja die ersten Draft-Pages am Start. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wir haben wirklich so früh wie noch nie eigentlich die komplette Zusammenfassung des neuen Kapitels von Dragon Ball Super Manga 80. Ja, also richtig krass, was da in diesem Manga-Kapitel abgeht. Ich hätte damit absolut nicht gerechnet, was wir hier jetzt nochmal erwarten. Wir bekommen auch einen krassen Flashback nochmal von dem Kampf mit Gas und Bardock. Doch fangen wir erstmal ganz kurz vom Anfang an. Wie ich schon am Anfang sagte, bekommen wir nochmal ein Flashback und es gibt einige Szenen, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schon krass, dass sie das nochmal machen oder dass Toyotaro das nochmal einbaut, weil damit habe ich echt nicht gerechnet, dass sowas nochmal kommt. Ich dachte jetzt, der Kampf geht in die heiße Phase, sie bekriegen sich halt so ein bisschen. Granola bekommt vielleicht nochmal einen auf den Deckel und dann wird er, wie in den Draft Leagues zu sehen ist, nochmal aufs Maul bekommen, ja, dass vielleicht die anderen nochmal eingreifen müssen und ihm helfen müssen. Aber nein, es kommt doch nochmal ein bisschen anders, denn auch Gas wird nochmal extrem krass werden. Aber das werde ich mal hier kurz andeuten. Ich werde nicht alles sagen, ja, weil das heben wir uns für die Review auf und für die nächsten, ich hoffe, noch ein paar Leaks-Bilder, dass wir dort nochmal drüber reden und so, über die einzelnen Bilder und so weiter. Und in der Review werden wir natürlich auf einige Punkte auch eingehen, ja, das schon mal vorab. Darum werde ich hier nicht alles nennen. Wir werden uns nur ein paar Sachen angucken, da werde ich kurz mal was darüber sagen und dann könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn von der ganzen Sache haltet, was ihr über diese Wendung denkt und was ihr für eine Idee habt, wie es denn am Ende aussehen könnte, wie wir doch nochmal da mit heiler Haut rauskommen aus der ganzen Geschichte. Kommen wir mal zum kleinen Thema, was wir sehen werden. Und zwar wird sich Granola in 8 Kopien aufspalten. Also er wird 8 Doppelgänger à la Naruto erzeugen und wird Gas darauf angreifen. Gas wird aber diese Sache erkennen, denn er sagt nämlich zu Granola in der Zusammenfassung, dass er einen Fehler gemacht hat, denn wenn er sich aufteilt, wird auch seine Macht schwinden. Man muss sich das so vorstellen, wenn du den ganzen Körper zusammen hast, hast du 100% Macht, ja, sagen wir es mal so. Wenn er sich aber jetzt in 8 Teile aufteilt, hat er natürlich diese 100% in 8 Teile aufgeteilt. Ja, also jeder Teil ist natürlich schwächer und hat nicht die 100% Machtintus. Und das erkennt auch Gas. Gas kann auch einige Kopien, wie ich hier lesen kann, festhalten, festnageln und auch schwer verletzen. Da es nur Kopien sind, ist es nicht allzu schlimm. Gas wird aber dadurch natürlich diese Oberhand bekommen. Granola wird sich dann auch wieder zurückverwandeln oder alle Kopien natürlich auflösen und nur noch, dass er noch da ist, wird auch Gas damit nochmal treffen und Gas wird wieder in den Hinterrand kommen. Und dann wird es richtig krass, dann kommt nämlich auch Alec. Alec, der ja am Anfang gesagt hat, er möchte nicht zum Kampffeld, weil es ihm nicht interessiert und weil Gas ja sowieso gewinnen würde gegen Granola und so weiter, kommt doch noch dorthin. Und er hat noch einen richtig krassen Hinweis für uns, denn er merkt nämlich an, dass Gas einen Anhänger dran hat und das wissen wir. Gas hat ja oben am Kopf so einen Anhänger, also so eine Art Kette, die er halt über den Kopf trägt und diese Kette ist nicht einfach nur als Zierde oder als Schmuck so zu sehen, sondern es verbirgt seine wahren Kräfte, seine wahre Fähigkeit, seine wahre Macht wird dort kontrolliert. Und da ist mir gleich ein wichtiger Charakter aus Dragon Ball eingefallen und das ist nämlich Broly. Wir wissen, dass Broly auch kontrolliert wurde. In den alten Dragon Ball Z Broly-Filmen wurde Broly ja kontrolliert mit einer Gedankenmanipulationssache. Da hat er ja auch so eine Kette gehabt, ne, und auch so ein Stirndings, was er Paragus mit seinem Funkgerät, was er dort hatte am Arm, konnte er das ja managen und Brolys Ki und seine Macht unterdrücken, damit er halt nicht komplett durchdreht. Und so können wir das bei Gas jetzt auch feststellen, denn diese Kette hindert seine Potenzial zu erweitern oder sein Potenzial voll auszuschöpfen. Denn dieses Ausschöpfen dieses Potenzial hat einen bitteren Nachgeschmack. Denn wir wissen bei Broly zum Beispiel, wenn diese Kette weg ist und sowas und das nicht mehr kontrolliert wird, dreht er völlig dümmer. Er kann zwischen Feind und Freund nicht mehr unterscheiden und greift alles an, was sich bewegt. Er ist völlig in Kampflaune und genau das passiert bei Gas auch. Wir erfahren auch in der Zusammenfassung, dass Gas sich dann körperlich nochmal extrem verändert. Er wird nochmal an Muskelmasse zunehmen. Er wird auch 2 Hörner bekommen, so wird es hier gesagt. Und sie vergleichen das auch mit dem Ultra Super Saiyan. Ja? Ihr wisst, diese muskulöse Form, die Trunks auch gegen Cell gezeigt hat. Die Form in etwa wird dann Gas annehmen, wenn dieser Anhänger, diese Kette weg ist. Also er dreht völlig durch. Er kann auch hier in der Zusammenfassung nicht zwischen Feind und Freund unterscheiden. Er greift
greift alles an, was sich bewegt und er wird Granola ordentlich zusammenschlagen und Granola wird ordentlich fertig sein. Er wird auf den Boden geschleudert, er spuckt auch Blut und so, wenn man das hier in der Zusammenfassung liest. Also richtig krass, was da nochmal abgeht. So, das ist aber noch nicht mal das Geilste eigentlich, sondern das Geilste ist, dass wir nochmal ein Flashback sehen. Denn es gibt nämlich eine Konstellation zwischen Gas und Son Goku. Son Goku und Vegeta versuchen sich auch einzumischen, bekommen aber sofort auf den Sack und Gas erinnert sich dann an den Bardock-Vorfall, ja. Wir wissen ja, dass Bardock damals gegen Gas gekämpft haben muss, weil ja Monaito gesagt hat, dass Gas besiegt wurde von Bardock und dass Bardock sehr stark war und Gas auch sehr stark war und so weiter und so fort. Und in diesem Moment, als Son Goku ihm anschaut, und wir wissen ja, Son Goku sieht aus wie Bardock, erinnert sich Gas zurück. Und dann kommt ein richtig krasser Flashback und das finde ich richtig super wieder in Szene gesetzt. Genau in solcher Erinnerung, bam, sind wir zurück beim Kampf. Wir erfahren hier in der Zusammenfassung, dass Bardock gegen Gas kämpft. Er auch diese Attacke macht, die er gegen Freezer nämlich eingesetzt hat. Also diesen einen, ja, Soul-Breaker-Strahl oder ich weiß nicht genau, wie diese Attacke heißt, aber die hat auf alle Fälle einen Namen. Und jedenfalls setzt er die auch gegen Gas ein und wird damit Gas besiegen. Und das Coolste daran ist eigentlich, dass Gas auch in seiner unkontrollierbaren Form war damals. Natürlich nicht mit der Macht, die er jetzt ausgestattet ist, aber durch diese unkontrollierbare, muskulöse Form, wie er schon jetzt auch zeigt, ne, die hat er auch damals gehabt, nur nicht halt diese Power dieses Stärksten des Universums und so weiter. Und darum konnte auch Bardock ihn besiegen. Daran sieht man wieder, wie Bardock eigentlich stark war. Als Unterklasse-Saiyajin war er schon echt ein krasser Typ und war auch extrem stark. Dann wird Alec nochmal auftauchen, jetzt nochmal kurz am Ende, dann wird nämlich Alec nochmal auftauchen und er wird Gas nochmal zurückerinnern. Gas wird sich auch in dem Fall auch wieder fangen und nimmt wieder seine ursprüngliche Gestalt an. Aber das Einzige, was bleibt, sind diese Hörner. Also er kann diese unkontrollierte Form kontrollieren, ja, dadurch, dass er jetzt viel mehr Power hat und viel mehr Macht hat, durch diesen Wunsch und so weiter, kann er diese Form kontrollieren, also seine Instinkte kontrollieren, so das, was auch Kale ein bisschen gemacht hat. Also man verbindet hier Gas ein bisschen mit Kale und Broly, ja. Broly unkontrollierbar, nicht zu stoppen und Kale, die sich dann diese, ja, ich sag mal, diese Power zu eingemacht hat und sich dann ein bisschen zurückverwandelt hat in so eine schmalere Form und so weiter, aber auf diese Power zurückgreifen konnte und nicht mehr unkontrollierbar war. Genauso in etwa müssen wir das uns hier auch vorstellen mit Gas. Also wie gesagt, ich bin mega gehypt auf das Kapitel. Ich freue mich über diese Wendung. Ich dachte eigentlich, wie gesagt, es gibt nur einen Kampf, ja, und dann sehen wir halt vorne, hinten und so weiter, also dass einer mal die Oberhand hat, dann wieder einer zurückstecken muss und so weiter und dann, dass die beiden Saiyajins kommen, eingreifen müssen und alles wieder gut ist. Nein, es gibt nochmal eine richtig krasse Wendung. Und damit endet nämlich auch das Kapitel. Es gibt nicht mehr. Also wird es auf alle Fälle noch einige Zeit gehen, das Kapitel. Also ich denke mal, 1, 2 Kapitel. Vielleicht sind wir mit 82, vielleicht sind wir bei Kapitel 82, denke ich mal, durch. Mit dem Granola-Arc, denke ich mal. Das würde auch in etwa passen, wie der Film kommt. Wie ihr wisst ja, am 22.04. kommt ja der Kinofilm. Und bis dahin soll ja das Granola-Arc abgeschlossen sein. Also wir haben dann circa noch 3 Monate, also 3 Kapitel, vielleicht 2 Kapitel für den Kampf noch und ein Kapitel noch, um alles wieder in Guten zu machen oder dass sie sich verabschieden und so weiter. Das war es aber erstmal mit diesem kleinen Video für euch, die krasse Info, die wir jetzt haben. Ihr könnt, wie gesagt, gerne in den Kommentaren mal ablassen, was ihr darüber denkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut erstmal rein und ciao.